In dieser Folge gibt es wieder sehr viel Arbeit. Wir graben um, siedeln Erdbeeren um, entfernen die restlichen toten Bäume und müssen auch den Grünschnitt durch die Gegend schleppen und mit Hindernissen zur Entsorgung bringen. Und außerdem zeige ich euch heute das Innere der Laube. Das alles nach dem Intro. Moin Leute, es geht weiter. Wir sind mal wieder im Garten, haben heute schon ungefähr 3 Kubik Pflanzenschnitt weggeschafft, ja, von den Tannen, die hier gefällt worden sind und entsorgt werden mussten. Und sind immer noch fleißig am Machen und haben auch nicht alles an Pflanzenschnitt wegbekommen. Aber ja, wir hoffen, dass wir da die Woche noch ein bisschen mehr wegkriegen. Aber ich kann ja schon mal zeigen, wie das hier aussieht. Also, dass die Büsche jetzt weg sind. Also wie man sieht, nicht mehr viel davon da, jedenfalls nicht hier hinten. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann seht ihr, da ist schon noch ein bisschen mehr da. Martin ist auch fleißig ja, am Baumstuppen zersägen und entfernen. Ja, dieses Holz werden wir wahrscheinlich ein bisschen einfacher los. Kann man verbrennen. Entweder machen wir das selbst oder wir verschenken es. Dann geht es jetzt weiter. Vor dem Haus hier ist die erste Strauchvorsitzende, das ist Susanne, die hilft uns. Hat hier schon ordentlich was reingemacht. Oh, ihre Folterinstrumente schon bereit gemacht. Ja, also das sind, was ist das alles? Brombeere, Rose, was machst du alles weg hier? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Okay, ist ja auch nicht so wichtig. Dann, hier sind noch Reste von unserem Grünzeugs von den Tannen. Das ist wirklich der letzte Rest und der soll heute tatsächlich dann auch noch liegen bleiben. Da müssen wir mal schauen, ob wir das die Woche noch wegkriegen. Denn der Kompostplatz in Lübars war leider geschlossen. Ja, die Entsorgung des Strauchschnitts oder des Baumschnitts besser gesagt, die hat uns heute nämlich schon ordentlich Probleme gemacht. Denn auf dem Kompostplatz, den wir heute besuchen wollten, um das wegzubringen, kostenpflichtig zu entsorgen, ja, der war leider noch geschlossen, denn der öffnet erst im März und wir haben das letzte Februarwochenende. Entsprechend hatten wir da ganz schön schlechte Karten. Dann sind wir damit zu BSR gefahren. Also wir sind damit dann zur BSR gefahren und die BSR hat eine Beschränkung. Das heißt also, pro Tag kannst du dann nur 1 Kubik Baum- und Strauchschnitt hinbringen und wir hatten auf unserem Anhänger doch ein bisschen mehr. Ja, das bedeutete also, dass wir ja, immer nur 1 Kubik dorthin bringen durften, weil es ist ganz wichtig, dass die Regeln eingehalten werden müssen. Ihr dürft auch nicht mit mehr ankommen und dann 1 Kubik abladen, sondern ihr müsst wirklich zu BSR mit 1 Kubik anreisen und dann den entladen und dann wieder zurück, aufladen und so weiter und so fort. War also mit ein bisschen Arbeit verbunden. Da uns jetzt die Zeit einfach mal ausging, haben wir gesagt, wir machen heute nicht mehr weiter mit dem Wegfahren, sondern holen das einfach jetzt die kommende Woche oder vielleicht auch ja, später irgendwie nach. Im letzten Video gab es eine Gartentour oder einen Gartenrundgang und wonach einige gefragt haben, einen kleinen Rundgang oder eine Tour, eine kleine Besichtigung durch die Gartenlaube, das Gartenhäuschen, was hier drauf steht, was wir miterworben haben. Und das zeige ich euch jetzt gerne einmal mit der Anmerkung, dass hier noch ganz viele Sachen von der Vorpächterin drin sind. Also Müll und auch einfach mal Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Hier muss ganz viel rausgeräumt werden. Ihr seht also auch, wie der Zustand quasi 0. Ja, Wasser läuft auch noch nicht. Wir brauchen dafür ein paar Teile, die sind jetzt bestellt und sollten auch Anfang der kommenden Woche kommen. Aber trotzdem möchte ich euch schon mal zeigen, wie es hier im Häuschen und in der Laube aussieht, was der Zustand ist und was vielleicht auch auf den ersten Blick zu machen ist. Und los geht's. Hier ist so ein Mini-Vorraum, ja, mit Stromzähler und dem Sicherungskasten. Und wenn man durch diesen Vorraum nach links geht, dann kommt man hier in die Küche. Wie ihr seht, eine Einbauküche. Und da mache ich mal
Es geht gar nicht so richtig. Ich kriege gar nicht diese Vorhänge weg. Die müssen irgendwie auf jeden Fall weg. Fenster ist hier auch schon ein bisschen älter, wie man sieht. Aber soweit scheinbar noch in Schuss. Das ist die Küche, eine kleine Einbauküche, die jetzt scheinbar auch nicht ewig alt ist, also nicht total verrottet. Aber auch hier muss ganz viel Kram raus, der hier rumsteht und den wir einfach nicht gebrauchen können. Wenn man dann durch die Küche durchgeht, sieht man hier direkt das Badezimmer. Badezimmer ist eine Toilette, ja, auch ausschließlich die Toilette. Und hier dann ein kleines Waschbecken und hier die Toilette, die ich mal einfach schließe, weil die einfach nicht so schön aussieht und erstmal vernünftig sauber gemacht werden muss. Wie gesagt, wir haben hier noch nicht viel gemacht und das Wasser läuft auch noch nicht. Das Wasser lief schon, habe ich Anfang dieser Woche zum Laufen gebracht. Der ganze Boden lief also quasi voll, weil es hier diesen Entlüftungshahn, hier war an der linken Seite so ein Entlüftungshahn aus Plastik, wo noch drauf stand EVP 1,65 Mark, also aus DDR-Zeiten noch. Den hat es, als ich das Wasser aufgedreht habe, hier rausgehauen. Da muss jetzt noch was anderes drauf, was gleichwertiges. Da hatte ich leider die falschen Größen bestellt, weil das ist so ein winzig kleines Dings. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Viertel Zoll bestellt, glaube ich, weil die bestellten 3/8 und 1/2 Zoll, die ich da hatte, die haben irgendwie nicht gepasst. Ja, hier, wie gesagt, hier ist ein Fenster drin, tatsächlich, was auch neu ist. Ein kleiner Medizinschrank. Ja, auch da ist ganz viel Müll noch drin. Die Toilettentür ist ganz einfach so ein Dingsbums. Hier steht auch überall Kram rum, irgendwie überall so kleine Tischchen und die Hortensien finden sich auch überall. Ja, so kleines Seemannszeug, hätte ich gesagt. Hier nochmal ein kleines ein Schrank, was zu der Einbauküche gehört. Ja, 2 kleine Herdplatten. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Da will ich wahrscheinlich auf Induktion nochmal umsteigen. Und dann geht es hier weiter. Durch den Vorraum wieder, der gefliest ist, in das Wohnzimmer, sage ich jetzt mal. Und hier vorne liegen noch so Teile, wo wir erst dachten, das wäre für Liegen. Aber nein, es gibt eine Hollywood-Schaukel im Schuppen, haben wir schon gesehen. Und diese Hollywood-Schaukel wollen wir loswerden. Wer eine Hollywood-Schaukel in Berlin haben möchte, nicht mehr im neuesten Zustand, aber scheinbar funktionell oder funktioniert sie noch, sonst würde sie nicht dort sein, denke ich. Jedenfalls hoffen wir, wer Interesse an einer Hollywood-Schaukel hat in Berlin, der kann gerne mal vorbeischauen und gucken, ob alle Teile da sind. Ja, das ist hier dieses Zimmer, diese Art Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, mit einem Schrank und einer Schrankwand, die jetzt irgendwie nicht die schönsten sind. Aber für den Anfang reicht es. Auch dieses Sofa ist irgendwie nicht wirklich schön, aber es ist wohl auch klappbar und ja, besser als nichts erstmal. Was wir, als wir die Laube gekauft haben oder das, was drauf steht, nicht gewusst haben, weil wir auch hier nicht reingekommen sind, es gab keinen Schlüssel zur Besichtigung, ist, dass hier leider ein Wasserfleck oben ist, ja, beziehungsweise das sind Schimmelflecken, ja. Und was das nun bedeutet, das müssen wir mal sehen, denn wenn das Dach tatsächlich kaputt ist und renoviert werden muss, dann wäre das schon nochmal heftig. Wie gesagt, wir werden da mal nochmal Kontakt aufnehmen mit dieser Wertermittlung, die da stattgefunden hat und fragen, was da vielleicht noch machbar ist. Ja, jetzt geht es in das letzte Zimmer, sag ich schon mal. Ob man das jetzt so nennen kann, weiß ich nicht. Ganz kleiner Raum, auch hier ist so eine Couch drin, die scheinbar auch eine Schlafcouch ist, ja, und ganz viel Krams noch. Und man kann hier ist ein Schrank, da sind auch noch wirklich noch Sachen drin, Kleidungsstücke drin von der Vorpächterin. Eine super schöne Lampe, wie man sieht, oder Lampenschirm, ja. Tollste Tapete, super geil, nicht. Ja, es ist halt alles nicht mehr das Neueste, aber das ist ja auch in Ordnung und ja, wir haben dann quasi ganz viele Möglichkeiten, uns frei selbst zu entfalten. Ja, die Fenster haben abschließbare, wie heißen diese hier, die Fensteröffner, Schließer, wie auch immer, aber die Fenster sind auch in einem Zustand, da müsste wohl mal das Fensterkit erneuert werden. Von außen sieht man es besser. Schöne Deko, nicht wieder mal. Aber gut, das ist ja alles immer Geschmackssache und wir haben jetzt die Möglichkeit, das so zu machen, wie wir das wollen. Und hier ist wirklich, wie man sieht, einiges zu machen. Ja, hier geht es wieder nach draußen.
Jo, und es tut sich was. Also, das heißt, wir haben hier schon sehr viel von den hohen Gräsern abgekürzt mit der Heckenschere, weil wir weder einen Trimmer noch eine Motorsense haben, damit man ja auch die ganzen Samen erstmal weg hat. Das wird jetzt hier in Beutel, in den Gartensack reingestopft und geht dann vorne erstmal auf so einen Haufen, wo wir das sammeln. Was wir genau damit machen, mal schauen. Ja, also Martin hat dort hinten sind jetzt auch die Baumstämme ganz verschwunden. Oh, er tut sich da gerade schon schwer noch mit einem Stück Wurzel, glaube ich. Wir haben jetzt hier einfach mal diese Rankhilfen als Abgrenzung hingestellt, die natürlich total Quatsch und gefährlich sind. Aber wir haben halt festgestellt, dass wir hier in diesem Bereich Erdbeeren stehen haben. Ja, ganz toll. Und die müssen wir natürlich schützen, dass sie natürlich erst zum Vorschein kommen, wenn hier 2 Bäume weggemacht worden sind. Naja, ansonsten steht hier unser Leisehäcksler, noch mehr Gartenabfälle und da hinten der Rest von den Tannen, der hoffentlich die Woche auch nochmal weggeht. Scheint auch heute noch nicht so die Sonne, wie wir das erhofft haben, aber vielleicht wird das Wetter ja dann morgen einfach noch mal ein Stück besser. Hat geknackt. Was sind hier so viele? Erdbeeren. Dass sie so zwischendrin auch stehen, ne? Ja. Und du hast ja schon irgendwie 1 oder 2 Tablets rübergebracht, oder? Nee, aber Okay, das ist das erste. es sind trotzdem viele. Ja, mehr als 1 Quadratmeter, ne? Die haben sich halt hier einfach ungehemmt vermehrt die letzten 4 Jahre. Ist nicht schlecht. Oh, ich sehe die auch hier. Ganz, ganz viele. Ich weiß halt nicht, also wenn nur die Hälfte von denen wieder anwächst, reicht das ja schon. Ja, geil, denke ich. Wie gesagt, einiges zu machen, aber das bezieht sich auf den gesamten Garten und das haben wir auch vor. Wir haben ja auch Lust, was zu machen. Mal sehen, wie lange das dauern wird. Wir haben ja auch Hilfe zur Hand, glücklicherweise von Freunden. Und ja, bleibt einfach dabei, schaut es euch an. Ich freue mich, wenn ihr auch einen Kommentar unter dem Video lasst, Daumen nach oben und den Kanal abonniert. Ja. Während hier noch ein wenig aufgeräumt wird, verabschiede ich mich von euch mit dem Versprechen, dass die nächste Folge sehr bald folgt.